Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass wenn man seine Sachen akribisch ordnet, sich oft die Hände wäscht oder Wochenenden bis ins kleinste Detail plant, man eine Zwangsstörung haben könnte. OCD, Obsessive Compulsive Disorder, auf Deutsch Zwangsstörung, ist eine ernste psychiatrische Erkrankung, die die Allgemeinheit und Fachleute oft missverstehen. Räumen wir zunächst mit einigen Mythen auf. Mythos 1. Wiederholte oder ritualisierte Handlungen sind Zeichen einer Zwangsstörung. Eine Zwangsstörung weist zwei Aspekte auf. Die zwanghaften Gedanken, Vorstellungen oder Impulse, Obsessionen genannt, und die zwanghaften Verhaltensweisen, mit denen die Betroffenen die durch die Obsessionen ausgelöste Angst lindern wollen. Handlungen, die oft als Zwangsstörung bezeichnet werden, wie übermäßiges Händewaschen oder wiederholtes Überprüfen von Dingen, können Zeichen für zwanghafte Tendenzen sein, die viele von uns von Zeit zu Zeit haben. Die eigentliche Störung ist jedoch weitaus seltener und kann äußerst belastend sein. Die Betroffenen haben wenig oder keine Kontrolle über ihre zwanghaften Gedanken und Verhaltensweisen, die meist sehr zeitraubend sind, das Arbeits-, Schul- oder Sozialleben erheblich beeinträchtigen und so zur großen Last werden. Diese Diagnosekriterien unterscheiden Menschen, die an einer Zwangsstörung leiden, von denen, die einfach nur etwas akribischer oder hygienebesessener sind als andere. Mythos 2. Hauptsymptom der Zwangsstörung ist übermäßiges Händewaschen. Obwohl Zwangsstörungen in der Popkultur meist damit assoziiert werden, können Obsessionen und Zwänge viele verschiedene Formen haben. Zwangsvorstellungen äußern sich oft in Form von Angst vor Krankheitserregern, der Sorge, anderen zu schaden oder der Beschäftigung mit Zahlen, Mustern, Moral oder sexueller Identität. Zwangshandlungen reichen vom exzessiven Putzen oder ständigem Nachprüfen bis hin zum peniblen Ordnen von Gegenständen oder dem Gehen in vorgegebenen Mustern. Mythos 3. Menschen mit einer Zwangsstörung verstehen nicht, dass sie irrational handeln. Tatsächlich verstehen viele Betroffene die Beziehung zwischen ihren Obsessionen und Zwängen recht gut. Eine Zwangsstörung ist deshalb so belastend, weil man diese Gedanken und Handlungen nicht vermeiden kann, obwohl man um ihre Irrationalität weiß. Betroffene berichten, dass sie sich verrückt fühlen, weil sie aufgrund irrationaler Gedanken Angst haben und es ihnen schwerfällt, ihre Reaktionen zu beherrschen. Wodurch werden Zwangsstörungen verursacht? Leider wissen wir das nicht genau, aber es gibt wichtige Anhaltspunkte. Zwangsstörungen gelten als neurobiologisches Phänomen. Studien deuten darauf hin, dass die Gehirne von Zwangskranken auf ein bestimmtes Verhalten programmiert sind. Man hat 3 Hirnregionen identifiziert, die für Sozialverhalten, komplexe kognitive Planung, bewusste Bewegung sowie emotionale und motivierte Reaktionen mitverantwortlich sind. Außerdem scheinen Zwangsstörungen mit einem niedrigen Serotoninspiegel in Verbindung zu stehen. Serotonin ist ein Neurotransmitter zur Kommunikation im Gehirn und zur Regulierung lebenswichtiger Prozesse wie Stimmung, Aggression, Impulskontrolle, Schlaf, Appetit, Körpertemperatur und Schmerz. Aber sind Serotonin und die Aktivität in diesen Hirnregionen die Ursachen der Zwangsstörung oder die Symptome eines noch unbekannten Auslösers? Das werden wir wohl erst herausfinden, wenn wir das Gehirn viel besser verstehen. Die gute Nachricht ist, dass es wirksame Behandlungen für Zwangsstörungen gibt. Dazu gehören Medikamente, die die Resorption von Serotonin im Gehirn einschränken, eine Verhaltenstherapie, die allmählich gegen Ängste desensibilisiert, in manchen Fällen eine Elektrokrampftherapie oder eine Operation, wenn andere Behandlungsformen nicht helfen. Zu wissen, dass das eigene Gehirn einen anlügt und man nicht in der Lage ist, sich seinen Befehlen zu widersetzen, kann sehr quälend sein. Aber mit dem Verstehen kommt die Kraft, sich Hilfe zu holen. Und zukünftige Studien könnten endlich die Antworten liefern, nach denen wir suchen. Erfahre in diesem Video mehr über die weltweit häufigste Ursache für Behinderungen.